glaube, Misserfolg ist vielleicht gar nicht der richtige Begriff. Es ist eher Scheitern. Und Scheitern kann ja auch was Episches haben. Ja, ja. Ne? Also episch Scheitern ist vielleicht auch als Bild stärker als irgendwie das erwartete Ziel, was man sich vor einem Jahr gesteckt hatte, zu erfüllen. Wir haben irgendwie unsere Autonomie verloren. Wir sind zwar auf diesem Schiff, aber wir brauchen die anderen, um voranzukommen, um uns zu ernähren, für Hilfe, für alle möglichen Probleme, die aufgetaucht sind. Brauchten wir Unterstützung und das waren auch die großen Momente, da so total loszulassen und sich darauf einzulassen, auf die Hilfe der anderen. Für mich ist es natürlich nicht gescheitert. Für mich hat sich das erfüllt. Für mich waren das 2 unfassbar tolle Wochen, die ich so mittragen werde. Mit auch den ganzen Begegnungen, auch mit dem zu viel. Es gab noch nicht mal ein gebrochenes Bein oder so, was man bei so einem Deck, wenn man sich das anguckt, auch hätte erwarten können. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass wir gescheitert sind. Als das Boot hier dann angekommen ist, ne, so, und dann auch klar war, hier fährt es erstmal nicht mehr weiter, das war für mich schon mal erstmal so ein, ja, da ist man schon mal traurig kurz. Und erstmal frustriert und ein bisschen, vielleicht war man auch sogar ganz kurz beschämt. Und ich glaube, dass gerade auch diese Reise irgendwie, wie man so schön sagt, das Ziel war. Und es war ja ein Experiment. Es war von vornherein klar, es geht um den Prozess. Und der Prozess war, fand ich, total erfolgreich. Also desto größer die Schwierigkeit, desto größer war letztendlich auch der soziale Impact. Das, was zurückkam. Ich dachte, wir gehen auf das Boot, haben da 4, 5 Wochen ein ganz gechilltes Leben. In Wirklichkeit hatten wir einfach die ganze Zeit Arbeit. Und das galt nicht nur für uns, sondern für alle anderen, die on Board waren. Wir waren wirklich darauf angewiesen, dass gestrampelt wird. Wir waren darauf angewiesen, dass jeder irgendeine Form der Verantwortung übernimmt. Und das hat total zusammengeschweißt. Und da würde ich sagen, dieser Lumbung-Gedanke hat völlig funktioniert. Alle haben alles reingegeben. Also tolle Mission, irre Idee, wir freuen uns. Ja, vielen Dank für eure Kraft. Und wir waren so ein Lumbung zwischen Berlin und Kassel irgendwie auf dem Weg. Und wir haben so einen eigenen Lumbung mit diesem Schiff kreiert. Ne? Wir waren durch dieses sonderbare Gefährt auch so ein Anziehungspunkt für die, die uns gesehen haben oder auf uns gewartet haben. Und das hat so das Dach gebildet für so einen Satellitenlumbung. Ich meine, der Lumbung-Gedanke ist ja auch man bringt etwas ein, gegebenenfalls das, was man auch zu viel hat. Und jeder bringt was ein und man nimmt gemeinsam etwas raus. Und also insofern fand ich, war das Schiff auch unterwegs. Also wir haben das Dach eingebracht als schwimmende Plattform und waren gleichzeitig eine Bühne für die Aktivitäten auf dem Schiff, aber auch die Aktivitäten der Communities, die wir besucht haben. Und die haben etwas eingebracht. Und es war eben so ein, fand ich, wirklich gelungener, nicht monetärer Austausch von Ideen, Werten, Aktivitäten, Begegnungen. Ich glaube eher, dass das, was hier im Boot aufgegangen ist im Sinne von Lumbung, ist ein großer Zusammenhalt und ein Geben und Nehmen von dem, was man hat. Ne? Wir bringen etwas, aber was uns gegeben wurde, ist Expertise, ist Ausdauer, ist Zeit, ist Sachen, die wir nicht mitgenommen hatten. Und in dem Sinne ist für mich die Lumbung-Idee auf jeden Fall aufgegangen. Ich glaube, es geht bei Lumbung mehr um die Begegnungen und das Miteinander und weniger um den Output. There have been already moments where you really see it was a citizenship, because you can, in such a long period with such a small team, you cannot produce a Drehbuch like a really tight schedule. And the first events that we had planned with the local communities turned out to work very well, but very much on a sort of fluent way. So I think the citizenship is a way of letting things happen. Improvisation ist echt ein großes Thema gewesen. Während der ganzen Fahrt, muss ich sagen. Also mehr, als uns vielleicht auch lieb war. Aber, und darauf mussten nicht nur wir uns einstellen, sondern auch die Communities. Das finde ich eigentlich auch gut. Das macht einen künstlerischen Prozess auch aus. Also, dass nicht alles nach Plan läuft, sondern dass du immer wieder dir überlegen musst, wie gehe ich mit der Situation um.
Also ich wurde ja für eine sehr konkrete Aufgabe Nähen an Bord gefragt. Und es war ganz klar sofort, es geht eigentlich um eine soziale Skulptur. Es gab keine Küche, es gab keinen Koch, es gab keine Dusche. Also alle Sachen müssten improvisiert werden. Und ein Teil davon war natürlich dann auch gleichzeitig Kunst zu machen auf dem Boot. Und in diesem Austausch über, was machen wir hier, was essen wir zum Frühstück, das war total, finde ich, eine Community. Und wir treffen neue Leute und eben übernachten in der Jurte bei Potsdam und genau, treffen ganz viele tolle Leute, die sich wirklich auch alle gefreut haben, uns zu beherbergen und uns zu empfangen. Immer wenn wir technische Probleme hatten, hat die Community dafür gesorgt, dass wir schöne Abende hatten. Also wir lagen auf Grund, mitten im Nirgendwo und dann hatten wir StreicherInnen an Bord und es wurde getanzt. Also wir lagen auf Grund und hatten heiße Pizza und kaltes Bier. Das ist, also ohne die Community wäre das einfach richtig scheiße gewesen und so waren es unvergessliche Abende. Was definitiv so viel war, war Begegnungen. Weil irgendwann konnte man nicht mehr Leute aufnehmen und der Punkt kam auch auf dem Boot. Es gab einen Punkt, wenn man 9 Tage am Boot war, da könnte man noch nicht mal Hallo sagen, weil es einfach an jeder Ufer einen Unmengen an Leute gab, die den Boot gucken wollte, die eine Einführung in das Schiff haben wollte, Einführung in der Nähmaschine, die Fragen gestellt hat. Und das ist einfach schade, wenn man so überladen ist, dass man die nicht richtig auffangen kann oder zuhören kann. Das war so viel. Aber das Prinzip, sich zu begegnen und das, was der Wunsch dahinter war, war total richtig. Und fahren für Documenta, also ein Teilnehmer Documenta 15, mit menschlicher Kraft von Berlin zu Kassel. Ich würde sagen, zu viel gewollt in kurzer Zeit und jeden Tag einen neuen Ort und sich auf die Leute einlassen, ist einfach sehr ermüdend. Und irgendwann wurde es auch, also für mich gab es so eine Phase, dass ich das sozusagen dann auf eine Art so ein bisschen ausgeführt habe und das wird so erwartet, aber irgendwann so ein bisschen die Verbindung dazu verloren habe, weil es eben, man kommt an, die Leute freuen sich wahnsinnig und man will da auch was zurückgeben. Aber es war irgendwann so ein bisschen so Automatismus und es war so ein bisschen so für mich so ein Tiefpunkt. Ging dann aber auch wieder, als ich gemerkt habe, okay, es ist eigentlich, das ist der Alltag hier und so ist das. Und während dem Schiffsfahren konnte ich mich teilweise am Steuer aber auch ganz gut dann wieder einfach mit niemandem reden. Ich war schön hinten, die anderen waren beim Fahrradfahren. Ich konnte irgendwie mit mir selber kommunizieren auf dem Fluss. Diese Symbolkraft des Bootes, genau, die ist auch genau das, worauf die Leute auch Lust haben. Und das, ehrlich gesagt, würde ich mir auch echt wünschen, dass das Boot in der Form weiter existiert, als so ein Katalysator für Dialog. Bleibt es das Boot oder wird es ein Dach oder wird es vielleicht auch erst übermorgen wieder ein Dach? Also ich finde das eigentlich total gut, wenn wir es weiter treiben und dann mal schauen, an welchem Punkt dieses Citizenship zumindest in der Form dann sich transformiert in was auch immer.